So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es mal wieder einen neuen Statusbericht. Ich habe heute zwei Themen für euch, und zwar einmal war ich wieder fleißig auf dem Gebrauchtmarkt einkaufen und habe ein paar schöne Sachen entdeckt, die ich euch natürlich zeigen möchte. Und der zweite Punkt ist, ja, ich habe wieder auch fleißig an der Modelleisenbahnanlage gearbeitet, sind viele Kleinigkeiten auf dem Altbauteil habe ich da hingebastelt und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten und wünsche da ganz viel Spaß dabei. So, und dann fangen wir mal mit dem Rollmaterial an, was ich alles so gekauft habe in der letzten Zeit. Es ist gerade etwas mehr, das merke ich schon auch, aber es ist einfach gerade auch die Zeit, wo man jetzt merkt, es ist einfach kühler draußen, da ist man doch gerne auf den einschlägigen Gebrauchtmarktseiten unterwegs und ja, zeige ich euch da mal wieder ein bisschen was. Und zwar einmal hier eine Märklin-Lok, und zwar die 78101, weil die 1002 habe ich ja schon und das ist jetzt quasi das, sozusagen das Vorgängermodell. Eigentlich als Insider kam das damals raus bei Märklin und habe die wirklich für einen guten Preis auch bekommen, allerdings ohne Originalverpackung. Ihr seht, da habe ich jetzt auch nichts mit dabei. Funktioniert aber tadellos und ja, ist mir auch gar nicht mal so wichtig, die Originalverpackung, weil der Zug oder die Lok soll ja fahren. Und freue mich da auf jeden Fall, dass es die zweite Version ist. Es gab auch nur zwei Loks von dieser 78.10, soweit ich weiß. Genau, die zweite ist jetzt in Besitz, quasi die erste, die Märklin rausgebracht hat, und freue ich mich, dass ich die ergattern konnte. Dann als zweites hier eine Feuerwehrlok, auch von Märklin mit Hochleistungsantrieb, wie man hier erkennt, an dem Widerstand, an dem Minten. Warum kaufe ich mir so eine? Ich habe die auch sehr günstig bekommen und habe mir einfach gedacht, okay, ich werde jetzt keine Feuerwehrlok bei mir fahren lassen, aber ich nehme immer gern den Permanentmagneten des Motors, weil wenn man gerade so ältere Märklin, sagen wir mal V100 Derivate dann von Märklin umrüstet, wenn man das mit den Märklin-Komponenten zumindest machen möchte, dann muss man an den Nachrüstkits für den Hochleistungsmotor, wenn man den einbauen möchte, muss man dann ein bisschen was abfeilen, dass es dann überhaupt reinpasst. Und mein Trick ist da, den habe ich euch auch mal gezeigt. Also oben, ich verlinke euch mal das Video, wie wir zusammen eine 212er auch umgebaut haben. Und da kann man einfach mit diesem Permanentmotor oder Magneten oder beziehungsweise den ganzen Hochleistungsmotor einfach umwechseln. Und das ist so ein bisschen meine Philosophie, und die war auch als defekt angeboten, wobei sie nur ein bisschen ruckelt wohl. Die tut auch wirklich nur ganz, ganz wenig ruckeln. Würde man auch so wieder hinbekommen, aber gerade für so Umbauprojekte perfekt. Ja, und was wäre ein Einkauf ohne 218er, beziehungsweise hier von Trix die Gasturbinen-Lok Baureihe 210, also eine Schwesterlokomotive, ist umgebaut auf AC, also für Märklin. Hoffe, ihr seht es dann, genau, die 210 001. Und ja, freue mich da, also auch im sehr guten Zustand, auch einen guten Preis bekommen. Allerdings jetzt ohne Sound, muss man dazu sagen. Also es ist kein Soundmodell, sondern wirklich umgerüstet auf ganz normalen Märklin-Decoder. Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein ESO-Decoder, ich habe mal reingeguckt und kann man immer gebrauchen. Ja, und zuletzt hier Märklin 37730, den Lind 41 bzw. Baureihe 648. Da habe ich eigentlich auch schon, das ist ja auch die Epoche 5 Version, da habe ich schon einen. Quasi ist eigentlich das gleiche Modell, müsste es sein, nur halt ohne Sound, also die 35 hinten am Ende. Und genau, ohne Sound. Die ist jetzt mit Sound. Ich mache sie mal jetzt auf und zeige es euch mal. Und so sieht das Ganze aus, also auch wirklich in einem sehr guten Zustand. Ich habe das schon getestet und freue ich mich auch. Wie gesagt, kann man auch immer gebrauchen, gerade so für die Nebenstrecke, habe ich mir gedacht. Wobei man natürlich auch wieder viel zu viele Züge hat. So groß ist die Nebenstrecke bis jetzt zumindest auch nicht, aber wie gesagt, auch für einen guten Preis bekommen, dann wird man eben schwach. So, das war es soweit vom Rollmaterial, beziehungsweise einen Zusatz habe ich noch, und zwar hier zum Soundgüterwagen, dem EOS, also dem Märklin 46913.
Güterwagen. Da kam reger Zuspruch von euch in den Kommentaren, dass ihr da auch gerne eine Vorstellung haben wollt oder ein Vorstellungsvideo, wie er denn funktioniert, eben weil er auch verschiedene Soundfunktionen hat. Und ich habe mir überlegt, eben weil der Wagen was anderes jetzt ist, würde ich auch quasi eine andere Vorstellung machen und das einfach in einem längeren Short euch zeigen. Weil Shorts können ja auch ein bisschen länger sein als 1 Minute, deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich mache das einfach mal ein bisschen, ja, also in einem längeren Short verpacke ich das ein bisschen hübscher, deswegen hoffe, das passt so für euch. Sonst, wenn ihr natürlich auch eine längere Vorstellung haben wollt, wie bei den Log-Vorstellungsvideos, schreibt es mir in die Kommentare, mache ich das natürlich auch noch zusätzlich, also auf kein Thema. Aber jetzt geht's weiter, was denn so alles auf dem Altbauteil noch so passiert ist. So, ich habe euch mal auf die Hand genommen, damit ich euch besser zeigen kann, was jetzt alles noch für Themen auf dem Altbauteil so passiert sind während der letzten Zeit. Beziehungsweise einen Zusatz habe ich noch zu der ganzen Ausgestaltung eben von den Gleiszwischenräumen und meinem kleinen, ich sag mal, Fail oder Fehler eben bezüglich der Müllelemente. Deswegen habe ich euch ja im Community Hub, habe ich euch ja ein bisschen was dazu berichtet. Das hat vor allen Dingen auch noch relativ lang gedauert, eben weil ich dann noch nachgebessert hat. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich eben die alle weg oder einige weggemacht und dann eben sozusagen wieder mit Schotter das nachgeklebt und dann eben wieder den Müll hingemacht in der Hinsicht dann. Also von dem her war das dann doch ein bisschen aufwendiger, eben weil man immer einen Tag, oder habe ich zumindest gewartet, dann, dass es dann trocken ist. Aber wie gesagt, das sieht jetzt auch alles soweit gut aus. Soll aber überhaupt gar nicht mehr Thema sein, aber einfach nur, dass ihr wisst, es hat vor allen Dingen einfach Zeit gekostet. Aber weil ich gerade am Ausgestalten war, habe ich gesagt, komm, ich mache einfach gleich mal weiter mit dem Thema Ausgestalten, weil ich habe so viele Sachen gekauft und die wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Und da gehen wir mal einfach mal einen Schritt weiter hier hin. Da tue ich mal so, und zwar einmal hier habe ich diese Kabelbrücke. Ich blende euch immer dazu mal ein Foto ein, weil das sieht dann noch ein bisschen besser aus, weil ich komme dann da auch zum Teil gar nicht so richtig hin und dass man es auch nochmal schärfer sieht. Also deswegen die Kabelbrücke, die hat die Lilly nämlich schon lange fertig gehabt und die habe ich jetzt endlich mal hingebaut und die passt auch perfekt zu dem Masten, zu dem Telegrafenmasten da im Bild und auch die Kabelrolle war ja eh schon da, deswegen das ist eigentlich jetzt eine sehr, sehr schöne Sache. Also die habe ich auf jeden Fall mal montiert. Dann hinten in der Eisenbahnsiedlung habe ich jetzt hier endlich dieses ganze Gerümpel hier hingeklebt. Weil das war ja einfach alles nur Gestrüpp eben mit dem Kies hier. Und da habe ich jetzt mal hier die ganzen so Abbruchteile von Häusern hingemacht. Auch noch so alte, also hier die Abbruchteile, dann hier alte Ziegel, hier nochmal so Bauholz und noch so ein altes Fässchen hingeklebt, dass es wirklich noch so Reste quasi sind, die ja zwischengelagert worden sind und nicht aufgeräumt worden sind. Also gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann auch hier habe ich noch so ein altes, verrostetes Fass hingestellt. Und dann hier nochmal so ein schönes altes DB-Anlageschild mit Büschchen. Genauso auch. Hier dann nochmal ohne Büschchen. Dann habe ich hier nämlich extra so Messing-Lautsprecher, die habe ich angemalt und die nochmal an hier den Rangierteil hingemacht, weil man sieht sehr, sehr oft, gerade auf größeren Anlagen, also Anlagen meine ich jetzt wirklich draußen, also großen Bahnhofsanlagen, dass dann gar nicht immer an den Bahnsteigen so Lautsprecher sind, sondern auch wirklich dann in den Gütergleisen, dass da informiert wird oder Durchsagen kommen und habe dann gesagt, komm, das mache ich dann auch hier hin, habe die grau angemalt und das zweite, also es waren 2 Stück und hier das dann sogar noch in so einen Busch rein platziert, also den Busch habe ich auch nochmal unten hingemacht. Ich hoffe, man sieht es dann. Wie gesagt, ich blende euch immer ein Foto dazu ein. Dann hier vorne habe ich auch nochmal ein Fass hingemacht. Hier das braune, so ein verrostetes Fass, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und dann habe ich hier noch das Hotel, die Pension Stern, hier nochmal ausgeschmückt. Und zwar hier auch, also der Außenteil, weil innen kennt ihr das Ganze hier schon, aber mit der Fahne und dann eben mit dem ganzen Essen mit drin und den ganzen Leuten, habe ich dann gesagt, komm, das muss auch mal gemacht werden, damit das mal fertig ist. Weil die Sachen habe ich schon ewig, aber eben nicht hingebaut. Ja, das waren die ganzen Kleinigkeiten, die ganzen Ausschmückungen. Genau, hier habe ich nochmal so ein Dinger hingesetzt. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt im großen Video gezeigt habe, aber ich glaube, im Short ist es auf jeden Fall sichtlich. Deswegen, da habe ich noch so einen Trafo, so ein kleines Häuschen hingemacht dann letzten Endes.
Und ja, deswegen, das soll es gewesen sein. Deswegen lauter so Kleinigkeiten und wie gesagt, die Ausschmückung hat ein bisschen aufgehalten, aber wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht, mal endlich mal so Ausschmückungssachen zu machen und vor allen Dingen, weil jetzt eben der Altbauteil wirklich einfach ziemlich fertig ist. Also auch vorne, das freut mich wirklich, wirklich wahnsinnig und auch mal diese Kleinigkeiten, die man reinsetzt, dann man hat einfach mal so Phasen, dann macht das einfach Spaß. Und ja, deswegen, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, das kleine Update hat euch gefallen und ich wünsche euch da auf jeden Fall ganz viel Spaß weiterhin bei unserem schönen Hobby. Bis dahin, tschüss!